Schönen Sonntag wünsche ich euch. Wenn du dir jetzt dieses Video anschaust, wirst du höchstwahrscheinlich eine Stunde weniger geschlafen haben. Das liegt natürlich an der Zeitumstellung. Und warum ich als Tenniskanal jetzt hier ein Video über die Zeitumstellung mache und warum die Zeitumstellung eine mittlere Katastrophe für unseren Tennissport bedeuten könnte, das verrate ich dir jetzt in diesem Video. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht's, herrlich, die Sonne kommt raus, es wird Frühling, die Sandplatzsaison geht wieder los und alle freuen sich natürlich, jetzt nach diesem harten Winter wieder nach draußen gehen zu können und in Zeiten von Corona hoffentlich wieder sicher Tennis spielen zu können. In meinem heutigen Video soll es aber mal nicht um Corona gehen, sondern um ein anderes Thema, nämlich das Thema Zeitumstellung. Ich muss gestehen, ich saß heute kerzengerade in meinem Bett und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe eine E-Mail bekommen. Wenn ich morgens aufstehe, gucke ich dann immer mal auf mein Handy drauf, schaue, welche neuen E-Mails da sind. Und ich bin ein begeisterter Amazon Alexa Kunde und ich habe hier diese Echo Dots, habe ich überall in meinem Haus verteilt und bekomme dadurch von Amazon bzw. von Alexa immer mal wieder E-Mails, in denen drin steht, was ich Neues mit Alexa ausprobieren kann. Und diese E-Mail blende ich euch jetzt mal ein und da werdet ihr sehen, da steht, ich könnte Alexa ja mal fragen, wann das Ende der Zeitumstellung passieren wird. Und das habe ich auch gemacht. Und da hat mir Alexa gesagt, hat erstmal erklärt, wie die Situation ist und hat dann gesagt, Ende 2021 wird zur Herbst, also wird auf Winterzeit das letzte Mal die Uhr umgestellt. Sei also schon alles beschlossen. Und da stand ich natürlich irgendwie kerzengerade im Bett drin und habe dann überlegt, wie, ist das jetzt schon beschlossene Sache? Weil die Zeitumstellung eine große Auswirkung auch auf den Tennissport haben kann und wird. Jetzt ist es so gewesen, ich hätte euch jetzt gerne diese Ansage von Alexa mal vorgespielt. Ich habe es eben gerade jetzt so 3, 4, 5 Stunden später habe ich es nochmal ausprobiert, habe nochmal gesagt, Alexa, und jetzt auf einmal kommt auch die richtige Ansage, nämlich, dass es noch keine weiteren Entscheidungen gibt. Ja, aber trotzdem hat mich das irgendwie erwogen, dieses Video für euch zu machen, um einfach mal darzustellen, welche Probleme im Bereich des Tennissports auf uns zukommen könnten. Ich möchte jetzt erstmal auf den derzeitigen Stand der Dinge eingehen. Also 2018 hat die EU-Kommission vorgeschlagen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Das EU-Parlament hat dem zugestimmt mit großer Mehrheit und daraufhin wurde, glaube ich, auch im Jahr 2018 eine Umfrage gemacht unter allen EU-Bürgern, ob sie denn die Zeitumstellung befürworten oder eher dagegen sprechen. Ich glaube, das Ergebnis war relativ eindeutig. 84% haben sich letztendlich dafür entschieden, dass die Zeitumstellung erfolgen soll. Daraufhin hat das EU-Parlament entschieden, dass in diesem Jahr, also Ende 2020, das letzte Mal die Zeit umgestellt werden soll. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Alexa mir das immer noch gesagt hat und warum ich relativ aufgeregt war. Denn Stand jetzt ist das Ganze noch nicht entschieden. Woran es hakt, ist relativ eindeutig und klar. Die Zeitzone ist eine relativ große Zone, nämlich vom Westen Spanien zum Osten Polen. Und da sind ganz, ganz viele EU-Mitgliedstaaten drin. Und jeder Mitgliedstaat hat schon erkennen lassen, dass er gerne eine andere Zeit haben wollte. Also Deutschland vielleicht die Winterzeit, in Spanien haben sie gesagt, wir hätten gerne die Sommerzeit. Und dadurch ist natürlich so eine Art, oder würde das natürlich eine Art Flickenteppich geben, dass wir überall andere Zeiten hätten und dass dadurch das Ganze natürlich relativ schwierig war, bis jetzt zu entscheiden. Also Stand jetzt ist noch nichts entschieden. Jetzt möchte ich allerdings auf das Wichtige kommen, nämlich die Auswirkungen einer solchen Zeitumstellung für den Tennissport, und das wäre relativ verheerend, wie ich euch jetzt erkläre. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, wie die ganze Sache ausgehen könnte. Entweder Deutschland bleibt dauerhaft bei der Sommerzeit oder Deutschland geht dauerhaft auf die Winterzeit. Letzterer Punkt könnte eben entsprechende Auswirkungen oder wird entsprechende Auswirkungen für den Tennissport haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir also Winterzeit hätten, dauerhaft, dann hätten wir im Sommer eine Stunde weniger, das heißt hinten raus eine Stunde würde es früher dunkel werden. Was würde das jetzt heißen für unseren Tennissport? Wir alle wissen ja natürlich auch, dass es immer schwieriger wird, die Kinder mit Ganztagsschulen und so weiter noch relativ frühzeitig auf die Plätze zu bekommen. Ihr wisst es mit Sicherheit, ihr als Tennistrainer, wann könnt ihr in den Tag starten mit einer Gruppe Kinder? Ja, das ist mittlerweile, ist das meistens vor 15 Uhr schon gar nicht mehr möglich. Es wird eher schon 16 Uhr und selbst da ist es sogar noch ein Problem.
Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten hinten raus eine Stunde weniger zur Verfügung. Was oder wie würde sich das auf die Trainingsplanung letztendlich auswirken? Ich möchte euch jetzt eine Grafik zeigen, in der ihr relativ gut erkennen könnt, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn wir dauerhaft auf die Winterzeit gehen würden. So, schauen wir uns das einfach mal an. Und wir sehen auf der linken Seite die dauerhafte Sommerzeit und auf der rechten Seite die dauerhafte Winterzeit. Auf der linken Seite ist im Moment der Stand, den wir jetzt haben. Und Stand jetzt ist es wunderbar, da können wir von Mai bis August eine 20 bis 21 Uhr Stunde ohne weiteres anbieten. Das heißt, die Zeiten, die ihr jetzt hier seht, das sind die Sonnenuntergangszeiten vom 1. Mai bis 1. August, also immer vom 1. Und man kann sagen, dass ihr da ungefähr 20 Minuten draufrechnen könnt, bis es wirklich nicht mehr spielbar ist, also bis man wirklich den Ball wirklich nicht mehr seht. Also Sonnenuntergang heißt noch nicht, ich sehe nichts mehr, sondern eigentlich so Viertelstunde, 20 Minuten drauf. So, und dann sehen wir hier, wie gesagt, auf der linken Seite, dass Mai bis August relativ unproblematisch ist, auch eine 20 bis 21 Uhr Stunde durchzuführen. Und ich mache es zum Beispiel in meinem Training so, dass ich den Leuten dann anbiete, bis zu den Sommerferien von 20 bis 21 Uhr zu trainieren. So, dann haben wir im August oder ab August werden die Tage wieder kürzer. Und dort wird es dann natürlich schwierig mit der 20 bis 21 Uhr Stunde. Allerdings die 19 bis 20 Uhr Stunde ist bis jetzt immer noch möglich gewesen. Stand jetzt mache ich und plane ich auch eine 19 bis 20 Uhr Stunde. Das wird dann meistens hinten raus im September immer etwas knapp. Das seht ihr jetzt hier. Im September geht die Sonne dann um 20:09 Uhr unter. Und ja, Mitte September ist es dann wirklich teilweise so, dass diese 20 Uhr Stunden dann eine Viertelstunde früher abgebrochen werden müssen, 20 Minuten abgebrochen werden müssen. Manchmal sogar ist es dann eine halbe Stunde. Da müssen wir dann meistens oder da finden wir meistens eine Regelung, die ausgefallene Zeit dann nachzuholen. Jetzt möchte ich euch allerdings mal zeigen, was passieren würde, wenn wir die dauerhafte Winterzeit eingeführt bekommen. So, dann haben wir nämlich schon im Mai Probleme, die 19 bis 20 Uhr Stunde durchführen zu können. Das heißt, im Mai wäre von 18 bis 19 Uhr im Prinzip unsere letzte Stunde. Ihr seht, im Mai geht die Sonne 19:45 Uhr unter. So, und so zieht sich das natürlich weiter durch. Wir können eigentlich an keinem Tag bis 21 Uhr Tennistraining geben, also 20 bis 21 Uhr würde schon wegfallen. Und dann haben wir natürlich noch zusätzlich dann das Problem im September bzw. im Oktober. Wir gehen mal davon aus, die Saison geht wirklich bis zum 1. Oktober. Da haben wir 18:01 Uhr ist der Sonnenuntergang. Das heißt, um 17 bis 18 Uhr wäre die letzte Stunde, die wir im Sommer gerade so geben könnten. Und ich brauche kein Hellseher zu sein, um euch jetzt natürlich dann zu zeigen, das wäre natürlich schwierig. Also, da würden einige Stunden wegfallen für uns als Trainer, aber natürlich auch Auswirkungen für die Spieler. Ja, wer spielt denn nicht gerne nach Feierabend noch eine Runde Tennis? So, und wenn ich in den schönen Spätsommerabenden dann um 18 Uhr mit meiner Arbeit fertig bin, ziehe ich mich noch um, dann ist es 6:30. So, und dann ist es eigentlich auch schon wieder dunkel. So, das heißt, das Tennisspielen im Spätsommer wird natürlich auch für die Spieler sehr, sehr, sehr schwierig werden. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man jetzt machen? Da gibt es eigentlich nur eins, das Tennistraining doch früher stattfinden zu lassen. Ja, aus den genannten Gründen im Eingang habe ich es euch ja schon gesagt, als Vereinstrainer die Kindergruppen noch früher anzusetzen, ist teilweise gar nicht möglich. Dann gibt es natürlich noch die Lösung, wo kein Licht ist, dann machen wir uns Licht hin. Also Flutlichtmasten werden wahrscheinlich, sollte das eingeführt werden, also die Firmen, die herstellen, die werden natürlich wahrscheinlich dann eingerannt werden. Allerdings, hier, wir sind auf dem Land, bei uns, wir haben die Vereine, die haben mit schrumpfenden Mitgliedszahlen zu tun. Das Geld ist mit Sicherheit nicht da und so eine Flutlichtanlage hinzubauen wird natürlich mehrere tausend Euro kosten. Also das wird sich mit Sicherheit nicht jeder Verein leisten können und das sehe ich natürlich als großes Problem, wenn wirklich dauerhaft auf Winterzeit umgestellt werden würde. Und natürlich wäre mit Geld vieles möglich, Stichwort Traglufthallen und so weiter, aber wie gesagt, ich komme vom Land, hier gibt es keinen einzigen Verein in weiter Ferne, also im Umkreis von 60 Kilometer gibt es hier keinen einzigen Verein, der ein Flutlichtmast hat und in dem man unter Flutlicht Tennis spielen kann. Und das wird natürlich auch viele, gerade ländliche
Gebiete und ländliche Tennisvereine treffen, wenn das so kommt, wie es kommen könnte. Einen Lösungsvorschlag kann ich euch natürlich jetzt auch nicht geben. Was ich allerdings mit dem Video vielleicht erreichen möchte, ist, dass man sich vielleicht nochmal mit dem Thema beschäftigt, vielleicht nochmal alternative Vorschläge, vielleicht fällt euch was ein, eine Diskussion vielleicht anzufangen, was ihr davon haltet, pro Sommerzeit, pro Winterzeit. Wie sehen bei euch die Auswirkungen oder wie würden bei euch die Auswirkungen im Tennistraining aussehen? Wie würde in eurem Verein das Ganze aufgenommen werden? Das alles interessiert mich natürlich. Und natürlich soll dieses Video auch nochmal diese ganze Problematik in den Vordergrund setzen und wann natürlich die EU-Kommission nochmal um das Thema abstimmt. Im Moment wird es wahrscheinlich nichts außer Corona geben, aber dieses Thema wird natürlich in geraumer Zeit wieder auf den Tisch kommen. Und wenn es dann eine Abstimmung geben sollte, dann motiviere ich euch oder versuche ich euch mit diesem Video zu motivieren, wenn ihr im Sinne des Tennissports entscheiden könnt, dass ihr euch natürlich für die dauerhafte Sommerzeit dann natürlich entscheiden würdet. Ob es eine Abstimmung gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber fest steht, es wird sehr, sehr große Auswirkungen auf unseren Tennissport haben und daher war es mir relativ wichtig, das Problem oder diese Problematik hier in diesem Video nochmal für euch darzustellen. Mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, was ihr von der ganzen Seite haltet. Was würde in eurem Verein passieren, wenn auf dauerhafte Winterzeit umgestellt werden würde? Habt ihr ein Flutlichtangebot bei euch im Verein? Habt ihr vielleicht noch weitere Ideen, was man noch alternativ machen könnte? Vielleicht, dass man von 20 bis 21 Uhr Fitnessprogramm im Clubhaus anbietet oder was weiß ich. Ja, lasst es mich einfach wissen in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen, wenn dann eine kleine Diskussion entstehen würde. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr dann wahrscheinlich wieder neue Übungen rund um das Thema Tennis bekommt. Vergesst nicht Drill of the Week jeden Freitag hier auf diesem Kanal. Und ansonsten bis dahin, freue mich auf eure Rückmeldung. Euer Martin.